Hallo alle miteinander, 29. Juli. Ich bin heute wieder einmal in der Stadt Jeddah bei Lada. Ich musste spontan ranfahren. Ich bin die Nacht über gefahren, von gestern auf heute. Und gestern beim Wochenendausflug leider in den Gebirgsstraßen ein kleines Malheur passiert. Und zwar hat der Getriebedeckel einen Steinschlag bekommen. So, der Kollege hat gerade den Deckel vom Verteilergetriebe von der Vorderachse ausgebaut. Alles andere ist in Ordnung. Und der Stein ist direkt an den Deckel vorn eingeschlagen, da wo die Ölablassschraube ist. Und da lief das ganze Öl raus, leider Gottes. Das sind die schönen russischen Straßen bei uns, die uns immer wieder Sorgen bereiten. Und der wird in der nächsten halben Stunde reparieren und dann ist der Lader wieder flott. Bis zum nächsten. Noch eine kleine Ergänzung für euch. Ich habe mich gewundert, warum hier so viele neue Buchankas rumstehen auf einmal. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Hier auf dem Hof schon. Und da hinten kann man den weißen LKW sehen. Da steht noch eine ganze Ladung. Insgesamt 3 LKW voll mit Buchanka. Da war ich erstmal erstaunt, was hier los ist. War neugierig, selbstverständlich. Ja, da hat man mir gesagt, das sind Bestellungen von Leuten, von den Dörfern, die teilweise schon 2, 3 Monate gewartet haben. Und 2 Kommunen, die jeweils 4 Stück kaufen. Und einer für RŽD, für die russische Eisenbahn, das ist der hier. Ja, das soll noch mal einer sagen, die Buchankas seien nicht beliebt in Russland. Im Gegenteil. Preiswert, vom Eigentlichen her sehr robust, wenn man sie liebt und pflegt. Weil das Problem ist, die sind sehr pflegeintensiv. Und wenn man da mal was vergisst oder nicht pünktlich macht, dann rächt sich das. Ich habe selber einen gefahren. Viele Jahre, ich kann davon ein Lied singen. Also, es ist schon erstaunlich, aber alle in derselben Farbe, in Grau. Es gibt zurzeit nur diese eine Ausführung in der grauen Farbe. Leider, weil die hier irgendwelche Probleme mit den Lackherstellern haben. Und das hängt wohl auch angeblich mit den Sanktionen zusammen. Also bis zum nächsten Mal. Euer Matze aus Sibirien. Ja, und Wetter haben wir heute wieder bombig. Für Sibirien ist es mir viel zu warm. 28 Grad. Stichpunkte für euch zu den Buchankas. Es wurden in den letzten Jahren einige technische Veränderungen vorgenommen, Verbesserungen, die man im Äußerlichen wenig erkennen kann. Zum Beispiel die Motoren sind heutzutage moderne Einspritzermotoren, die die Euro-Norm 4 erfüllen. Dann die Getriebe wurden geändert, sind nicht mehr so anfällig, die Kupplung ebenfalls und die Kardangelenke sind ebenfalls modifiziert worden. Und genauso auch das Differentialgetriebe. Also vom Fahrwerk her ist relativ wenig verändert worden. Da ist ein anderes Material jetzt verwendet worden für die Federn, weil die Blattfedern gerne mal gebrochen sind. Die haben jetzt auf der Hinterachse verstärkte Ausführung, weil beim Bekannten von mir ist es sehr oft vorgekommen, dass die Federn gebrochen sind. Hinten immer. Bei meinem Buchanka war es auch komischerweise immer hinten rechts. Das soll jetzt nicht mehr so sein. Und ansonsten, naja, die Form ist einfach geblieben wie früher, klassisch. Neue Türgriffe, neue Spiegel, neue Scharniere für die Türen. Noch ein paar Kleinigkeiten, die man verändert hat, verbessert hat. Die Fenster sind leider geblieben. Die alten Ausstellklappfenster, aber es gibt im Zubehörhandel sehr moderne, sehr schöne Schiebefenster, die man einbauen lassen kann. Ein ganzer Satz kostet in etwa 12.000 Rubel und wer sein Buchanka liebt, der baut es einfach um, weil das wirklich die Alltagstauglichkeit wesentlich erhöht. Und noch ein kleiner Schmeckerle für euch. Ja, hier steht der Anhänger rum. Ein Auto namens Tank
Tank 300, chinesische Produktion, ist auch sehr beliebt in Russland. Ich muss mal kurz rumschwenken, ich habe ihn raus entdeckt, weil da stehen noch mehr. Ich habe vorhin mal durchgezählt, 30 Buchankas sind ja angeliefert worden. 30! Wahnsinn! Und alles verschiedene Ausführungen. Manche mit 7 Sitzen, manche mit 9 Sitzen, manche nur mit 4 oder 5. Mit großen, mit kleinen Kofferraum, mit und ohne Hängerkupplung. Wahnsinn! So, nochmal zurück. Die Heckansicht. Ich darf leider nicht weiter ranfilmen, weil es ist ein Auto von einem Privatmann, der hier nur zu Besuch ist. Aber ich finde das Ding schon wirklich geil. Das Design gefällt mir sehr gut. Und auch die ganze Machart kommt mir. Ich überlege die ganze Zeit, was ist das für eine Kopie von was für einem Auto? Weil die Form ist mir irgendwie im Hinterkopf, aber ich komme auf den Namen nicht. Vielleicht kommt ihr drauf. Dann das Ratespiel für euch. Tank 300, was ist das für eine Kopie von welchem Auto? Bis zum nächsten.